Hallo und willkommen. Heute möchte ich dir diesen schönen Puschen zeigen, Hausschuh. Ganz schnell gemacht, ganz einfach. Hier habe ich zweifarbig gestrickt. Du kannst natürlich auch mehrere Farben nehmen, wenn du möchtest. Zum Schluss kommt hier dann noch ein Deko-Element drauf, um diese Stelle hier zu kaschieren. Entweder mit einem Pompon oder mit einer Dekoblume. Habe ich jetzt extra noch nicht drauf gemacht, um dir die Möglichkeiten zu zeigen. Beide Anleitungen folgen noch in einem extra Video. Das ist Größe, also hier der Dekoschuh hat Größe 36, aber selbst mir mit Größe 40 passt der Schuh noch. Also 36 bis 40 ist hier kein Problem. Dann dehnt sich durch das Muster wirklich sehr. Und du kannst die Schuhe natürlich auch größer oder kleiner stricken, dann einfach einen Zentimeter mehr für Größe 41, 42 oder natürlich auch kleiner. Dann kannst du auch hier die Höhe noch anpassen, wie du möchtest. Die ganzen Maße habe ich im Video angegeben und dann zeige ich dir jetzt, wie es geht. So, und das brauchst du alles. Wolle deiner Wahl, ein Maßband, Schere und später noch eine Nadel zum Vernähen. Und ich arbeite mit einer Rundstricknadel 3,0. Und das Maßband brauchst du jetzt gleich am Anfang schon, denn du solltest dir eine Maschenprobe machen, wie viele Maschen du jetzt brauchst, um auf eine Breite von 9 cm zu kommen. Also in meinem Fall sind das 26 Maschen. Bei dir können das aber natürlich sehr viel mehr oder weniger sein, je nachdem, wie du strickst, welche Wolle du verwendest und welche Nadelstärke. Ich kann dir leider nicht sagen, wie viele Maschen du genau anschlagen musst. Deshalb, wie gesagt, eine Maschenprobe, einfach ein Stück stricken, ein paar Maschen anschlagen, 20, 25, 30 Maschen, dann ein paar Reihen stricken und dann mit dem Maßband abmessen, wie viel du brauchst, um auf 9 cm zu kommen. Wie gesagt, in meinem Fall sind das 26 Maschen. Ich habe recht dünne Wolle. Manchmal hast du die Angaben schon auf der Banderole, dann kannst du dir das da schon ausrechnen, wie viele Maschen du brauchst. Wenn du den Schuh an der Seite höher haben möchtest, kannst du natürlich auch ein paar Maschen mehr anschlagen. So, ich beginne immer so, dass ich die erste Masche grundsätzlich rechts stricke, auch wenn ich jetzt mit linken Maschen weiter stricken würde. Denn dann bekomme ich an der Seite einen schönen glatten Rand, was mir später das Zusammennähen vereinfacht. So, und ich stricke jetzt einfach nur rechte Maschen. Und ich mache es ja immer so, dass ich die letzte Masche nicht stricke. Ich nehme den Faden vor die Nadel, hebe die letzte Masche einfach nur ab, wende und stricke dann die erste Masche wieder rechts. Du kannst es natürlich auch umgekehrt machen, dass du die erste Masche abhebst und dafür die letzte dann rechts strickst. Das hat den gleichen Effekt. Und auch in der Rückrunde stricke ich nur rechte Maschen. Da gibt es hier so Knötchen rein, die sind ganz normal. Und ich stricke mit rechten Maschen so lange weiter, bis ich auf eine Länge von 14 cm komme. Also die nächsten 14 cm passiert nichts weiter außer rechte Maschen. So, ich messe noch mal nach. Das ist jetzt die Seite mit den 9 cm. Ich habe hier sogar ein bisschen mehr, 9,5.
Du kannst hier auch auf 10 cm gehen und dann die genauen Angaben von der Banderole entnehmen. Dann steht ja meistens drauf 10 cm, entsprechend so und so viel Maschen. Wenn du noch höher möchtest an der Seite den Schaft, dann kannst du hier natürlich auch noch mehr Maschen zunehmen. Aber mit den 9,5 cm passt das ganz gut. Und ich habe eben vergessen zu erwähnen, du brauchst natürlich noch eine zweite Farbe. Die sollte von der Dicke her, von der Stärke her genauso sein wie deine Grundfarbe. Ich habe jetzt hier in meinem Fall schwarz. Du kannst natürlich Farben wählen, die du möchtest. Also ich habe jetzt meine 14 cm etwa gestrickt. Und dann kann ich zu meiner Zweitfarbe wechseln. Ich habe wie gesagt hier schwarz. Und die setze ich hier einfach an. Und auch hier stricke ich jetzt die Hinrunde nur mit rechten Maschen. Ich wende. So, ich bin jetzt auf der Rückseite in der Rückreihe und dann siehst du hier auch schon dass es hier nicht ganz glatt ist. In der Reihe stricke ich jetzt linke Maschen. Wie vorhin schon gesagt, die erste Masche stricke ich immer rechts. Auch hier. Und alle weiteren Maschen links. Heißt, ich habe den Faden vor der Nadel, steche jetzt von der Seite ein, wickel den Faden drum und ziehe ihn durch. Faden vor die Nadel und durch. Du kannst natürlich auch diese Reihe mit rechten Maschen stricken, wenn dir das lieber ist. Aber ich finde, so gibt es einen schöneren Effekt. Und das Ganze wiederhole ich jetzt noch einmal. Wieder eine Reihe mit rechten Maschen und die Rückreihe wieder mit linken. Also dann 4 Reihen insgesamt in der Zweitfarbe. Und wie gesagt, auch hier in der Rückreihe wieder linke Maschen. So, nach 4 Reihen in der Zweitfarbe wechsle ich wieder zu meiner Grundfarbe und stricke auch hier wieder 4 Reihen. Jetzt wieder nur mit rechten Maschen, also auch in der Rückreihe rechte Maschen stricken. So, ich wechsle wieder zu meiner Zweitfarbe. 4 Reihen kraus rechts und davor 4 Reihen glatt rechts. Jetzt kommen wieder 4 Reihen glatt rechts in meiner Zweitfarbe. Also immer abwechselnd hier. Das ist jetzt die Spitze des Schuhs. Das mache ich so lange, bis ich insgesamt 8 von diesen Balken in der Zweitfarbe habe, also in glatt rechts gestrickt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und ich stricke jetzt ganz normal weiter mit rechten Maschen. Und zwar genauso lange wie mein erster Teil hier. Also in meinem Fall dann 14 cm.
direkt hausrechts weiter in der Grundfarbe. Also diesen Teil hier jetzt noch einmal. So, die zweite Seite habe ich jetzt auch beendet und ich kann jetzt alle Maschen abketten. Und dafür stricke ich 2 Maschen zusammen. Setze die Masche zurück auf die erste Nadel und stricke diese dann mit der nächsten Masche zusammen ab. Dabei bleibe ich sehr locker, damit sich das hier nicht zusammenzieht. So, wieder zurück, 2 zusammen, wieder zurück, 2 zusammen. Und jetzt beginne ich mit dem Zusammennähen und beginne da oben an der Spitze. Ich habe mir schon einen Faden eingefädelt hier. Ich drehe das Ganze auf die linke Seite, also heißt die schöne Seite ist jetzt innen, die linke Seite ist außen. Ich beginne hier vorne direkt bei dem ersten schwarzen Balken. So, und ziehe den Faden von hinten durch. Jetzt gehe ich immer direkt unterhalb der Randmaschen. Das sind so kleine Lücken. Und da fädel ich jetzt meinen Faden entlang. Auf einer Seite jeweils. Also ich nähe nicht zusammen, sondern gehe hier unterhalb der Randmasche entlang. So, bis zu meinem ersten bzw. letzten Balken. Jetzt nehme ich die Fäden und ziehe hier fest zusammen. Also wirklich ganz fest hier zusammenziehen und verknoten. Ich gehe mal auf die linke Seite wieder zurück. So. Ich knote hier richtig und gehe dann noch mal mit der Nadel ein paar Mal hier oben durch, damit sich hier sicher kein Loch bildet. Das auch hier ein bisschen. Also hier kommt später noch eine Dekoration drauf. Wie schon erwähnt. Nochmal fest verknoten. So. Schneide ich hier ab. Und ich bleibe auf der linken Seite. Und nähe jetzt mit dem einen Faden hier die Rückseite entlang und mit dem anderen Faden gehe ich hier unten entlang. Da zeige ich dann aber auch noch gleich was dazu. So.
Wie du das jetzt machen möchtest, ob du nur in das innere Maschenglied oder ins äußere Maschenglied nähen möchtest, das bleibt dir überlassen. Ich nähe hier ins Innere. Also nicht durch beide Maschenglieder. Hier. Also hier auf der Seite ja, das ist meine Kettmasche, meine Kettreihe, meine Anfangsreihe. Aber auf der anderen Seite gehe ich ins innere Maschenglied. Du kannst natürlich durch beide Maschenglieder durchgehen oder durchs äußere. So, ich gehe jetzt hier Masche für Masche entlang und vernähe jetzt die Rückseite bis hier oben. So, hier vorne darauf achten, dass du die Farben jeweils direkt gegenüber liegen hast. Ich habe jetzt auf der Unterseite in beide Maschenglieder eingestochen, um dir gleich nochmal den Unterschied zu zeigen. So, die letzten paar Maschen gehe ich wie auf der Oberseite Masche für Masche durch. So dass ich hier noch eine kleine Rundung reinbekomme. Auch wieder direkt unterhalb der Randmasche. So. Fest anziehen. Wenn dich das stören sollte, kannst du natürlich auch bis ganz nach vorne zusammennähen, ohne diese Rundung. Ein paar Mal hin und her, damit auch hier kein Loch entsteht. Und den Faden vernähen. Und dann ist der Schuh auch schon fertig. Ich wende. So, hier habe ich jetzt, wie gesagt, ins äußere Maschenglied eingestochen nur und hier unten durch beide Maschenglieder. Und hier oben kommt jetzt noch dein Deko-Element drauf. Also ein Pompon oder eine Schleife oder die Dekoblume. Und dann ist der Schuh schon fertig. Viel Spaß beim Nachmachen.